Es gibt so viele Themen, dass man schwerfällt, eine auszuwählen. Wie würdest du denn jetzt allgemein bei OSP so den Tech-Stack beschreiben? Oder wo stehen wir denn da überhaupt? Ja, bei OSP allgemein sind wir eigentlich sehr divers und unterwegs. Wir haben also noch Legacy-Systeme, die klassisch, wie man heute sagt, diese alten Monolithen darstellen, fette Datenbank, fette Software-Stack laufen auf einen entsprechend fetten Server, aber auch immer mehr nehmen natürlich jetzt die moderneren Architekturen, die dann massiv auch auf die Cloud setzen oder eben auf Clusterlösungen setzen, zu. Und dieser Trend ist bei OSP eigentlich schon frühzeitig eingetreten. Also wir haben alle Möglichkeiten, immer die neuesten Sachen auch einsetzen zu können. Ja, das kann ich bestätigen, muss ich sagen. Wenn man was Neues ausprobieren will, das stoppt einen niemand. Und ich kenne es ja noch aus dem Bereich, wo ich angefangen habe. Da haben wir dann auch geschaut, können wir hier was in der Cloud machen. Also wir haben sehr viele Technologien bei uns im Einsatz und das waren immer alles hochspannende Sachen. Und wenn man das alles zum allerersten Mal macht, da ist es richtig kribbelnd, da mitzumachen, weil das sind Sachen, die hat vorher noch niemand anders gemacht. Und das ist dann auch schon mal eine Sache, wo man sagt, da hat man richtig Freude an der Arbeit. Man muss es ja auch einfach mal ausprobieren. Was bedeutet denn für dich eigentlich technische oder technologische Exzellenz? Für mich persönlich bedeutet das eigentlich in dem Gebiet, wo ich mich, sage ich mal, wohlfühle. Ich bin jetzt seit den letzten Jahren viel in dem Bereich, was man heute nennt, DevOps-Ingenieur, sage ich mal, habe ich mich reinqualifiziert. Weil wo ich angefangen habe, gab es diesen Beruf ja noch gar nicht oder diese Berufsbezeichnung. Und da ist Exzellenz, sagen wirklich, man beherrscht die Sachen, die dort State of the Art sind und ist in der Lage auch, dieses Wissen weiterzugeben. Das ist für mich persönlicher Ansporn zu sagen, ich besuche Konferenzen, halte auch selber Vorträge und mache dann Workshops mit unseren Kollegen, um dann genau dieses Wissen weiterzugeben, dass man dann als auch Multiplikator lebt. Und ich glaube, das ist so jemand, der wirklich exzellent ist. Ja, auf jeden Fall. Da bietet ja OSP auch, sage ich mal, viele Möglichkeiten, das Wissen zu teilen. Das finde ich auch ziemlich interessant, weil es mal hilft, wieder aus dem Alltag rauszublicken und zu schauen, hey, was machen die anderen so, was gibt es da Cooles Neues. Ich finde das sehr hilfreich. Ja, das macht ja auch Spaß, weil ich bin ja selber Leiter in der Community of Practice an der COP, gerade mit dem Thema im DevOps. Und das ist eben mal wieder ein anderer Blickwinkel. Du bereitest da Sachen vor, kümmerst dich jetzt darum, wie kann ich das vermitteln, wie strukturiere ich jetzt Wissen, ist eine ganz andere Aufgabe, als wenn ich jetzt einfach Code hacken muss. Ja, und diese Vielfalt macht eigentlich das Leben für mich zumindest deutlich interessanter und lebenswerter. Letztens haben wir uns mal probiert, ein kleines Spiel zu entwickeln, den Weg eines Paketes. Das war auf jeden Fall auch mal ganz interessant und hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also prinzipiell sollte man einfach motiviert und engagiert sein. Das reicht in der Regel meist schon aus. Viele Sachen kann man gar nicht so mitbringen, was man am Ende braucht. Beziehungsweise ich sage immer, wenn man das Prinzip verstanden hat, wie vieles läuft in der technischen Welt, dann kann man alles lernen. Man muss jetzt nicht 20 Jahre Erfahrung in einem Fachbereich mitbringen, dafür wandelt sich die Technologie zu schnell. Man muss halt eher immer motiviert sein, Neues zu lernen. Und das wird hier auch stark gefördert. Wie sieht's denn, ich meine, du hast jetzt gesagt, du warst auf der Konferenz. Wie werden denn sonst auch technologische Weiterentwicklung, Wissenstransfer oder auch Innovationen bei OSP gefördert? Also dort sind wir genauso vielfältig wie in anderen Bereichen. Also jeder Mitarbeiter hat ein Schulungsbudget, das sehr reichlich ist, wo er pro Jahr selber entscheiden kann, wie er sich weiterentwickelt. Also er kann Konferenzen besuchen, kann Workshops machen, kann Lehrgänge machen, kann private Schulungen organisieren, natürlich im Rahmen immer unserer Wissensgebiete, die wir brauchen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Innovation. Wir haben mehrere, sag ich mal, organisatorische Einheiten. Es gibt einmal die agile Organisationsentwicklung, wo jeder Mitarbeiter sagen kann, ich habe eine Idee, wie wir bei OSP besser werden können. Ja. Ich glaube, das jetzt am heiß diskutierteste ist das Ganze, ist der Wandel hin oder die Idee erstmal in die Struktur etwas aufzubrechen, dass man nicht jetzt starr immer Abteilungen und Teams hat und Produkte, sondern es sind sogenannte Practice Areas gibt, wo man sagt, es gibt dann sowas wie eine BI-Fachgruppe oder eine DevOps-Fachgruppe oder eine Java-Fachgruppe oder eine Oracle-Datenbank-Fachgruppe, wo man
teamübergreifend Mitglied ist und auch nach dort einen relevanten Zeitanteil dafür nutzen kann, also sogar soll, ja, also nicht bloß kann, sondern auch soll, um dort in Austausch zu gehen und das Gebiet dann auch weiter voranzubringen und zu sagen, ja, in meinem Produkt brauche ich jetzt zwar BI-Technologie, mache ich ein bisschen Big Table, aber eigentlich würde mich das viel mehr interessieren. Da gibt es ja noch das und das und das und das kannst du dann in der Gruppe gemeinsam mit den anderen Kollegen auch machen, weil meistens ist es ja heute so, dass viele Technologien als Einzelkämpfer du nicht mehr vorankommst. Ja, man muss dann immer noch mit 2, 3, 4 Leuten wirklich mal ein Thema bearbeiten, um einen Fortschritt zu haben, wo man noch ein Ergebnis sieht, dass man sagt, ich kann das dann auch bewerten. Hast du ja vorhin schon das Thema KI angebracht. Wie überlegen wir denn eigentlich überhaupt damit umzugehen? Ja gut, das Thema haben wir eigentlich schon bei uns gründlich diskutiert und haben uns Gedanken gemacht, welche Auswirkungen gerade KI in der Zukunft haben kann für das tägliche Leben aller Menschen, ja, und auch unserer Kunden oder auch unserer Kollegen dort haben. Und das war auch ein Anlass, darüber intensiv nachzudenken. Und wir haben jetzt gerade in OSP mit unseren Wertekodex auch diese auf KI projiziert. Also dass wir eben unter anderem steht da eben drin, dass wir eben keine KI-Systeme entwickeln, die zur Diskriminierung von Menschengruppen führen. Um dann dort eben auch zu sagen, die soll genau wieder den Zweck haben, für den Menschen dienen, nachhaltig wirken und nicht kurzfristigen Erfolg in den Vordergrund stellen, sondern soll einfach das Leben und Prozesse vereinfachen. Also die USP-DNA in KI gegossen. Genau. So kann man es auch formulieren. Ist sehr gut getroffen. Gut, Thomas. Dann ja, war ein interessanter Austausch mit dir. Ja, hat mich gefreut. Also gerade, weil das war eigentlich unsere erste persönliche Begegnung heute. Ja? Also vorher haben wir uns ja aufgrund Covid ja eigentlich noch gar nicht gesehen gehabt. Das stimmt.